Du bist auf der Suche nach einem einfachen, günstigen und stabilen Weichenantrieb für deine Modellbahnweichen? Dann bist du in diesem Video genau richtig und solltest dir es auf jeden Fall bis zum Ende angucken. Denn genau vor dem gleichen Problem stand ich auch. Ich habe nach einem einfachen und auch noch preiswerten, günstigen, stabilen Weichenantrieb gesucht und irgendwie bin ich da nicht so richtig im Internet, im Netz fündig geworden. Es gibt natürlich gute Antriebe, teilweise sehr gute Antriebe von einigen Modellbahnherstellern, auch für Servomotoren. Die liegen dann aber auch schon wieder im oberen Preissegment. Und das andere, was man dann so im Netz angeboten kriegt, das hat mich alles nicht so ganz überzeugt. Deshalb habe ich mich selbst ans 3D gesetzt und habe mir diesen Weichenantrieb hier konstruiert. Und in dem Video zeige ich dir jetzt, wie dieser Weichenantrieb zusammengebaut wird und wie er dann in der Funktion aussieht. Bei meinem Weichenantrieb handelt es sich hauptsächlich um 3D-Druckteile, die du ganz einfach am 3D-Drucker nachdrucken kannst. Ich habe das auch jetzt extra nochmal nachgerechnet. Alles in allem, also mit Servo und so wie du ihn hier siehst, kostet dich der Antrieb nicht mal 5 Euro. Also Materialwert 5 Euro, ja. Und das ist wirklich, sage ich mal, ein wahnsinnig günstiger Preis. Und wenn du dich jetzt fragst, alles schön und gut, aber wo kriege ich jetzt eigentlich die Dateien her? Dann schau einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dir neben den ganzen Materialien, die du brauchst, auch noch einen Link reingestellt, von wo du dir die Dateien für einen kleinen Unkostenbeitrag herunterladen kannst. Und wenn du sie ja einmal runtergeladen hast, kannst du sie ja so oft verwenden, wie du willst. Und jetzt würde ich sagen, legen wir aber endlich los. Und das ist im Prinzip alles, was er hierfür braucht für den Weichenantrieb. Natürlich einmal ein Servomotor, da tun es die ganz einfachen billigen China-Teile. Die 3 Teile sind quasi in meiner 3-Druckdatei enthalten. Das ist einmal der Weichenantriebträger und dieser Schiebeschlitten. Die 3 Teile sind es, was er auf der 3D-Druckdatei braucht. Dann braucht er noch ein bisschen 0,5er Federstahldraht und ein bisschen 3 mm Messing, beziehungsweise alternativ ein 1 mm Messingrohr, ein 2 mm Messingrohr und ein 3 mm Messingrohr. Was es damit auf sich hat, kommen wir später noch dazu. Als erstes muss man natürlich die Stützstruktur entfernen, die ja immer beim Drucken oder die der Drucker ja immer mit dran konstruiert, weil sonst könnte er das Teil nicht drucken. So, dann machen wir die mal gleich ab, ganz vorsichtig. Das ist immer ein bisschen eine Herausforderung manchmal, bis das Teil ab ist, dass das Teil nicht kaputt geht. Und da ist halt gerade das Schöne, wenn ich dieses PTEG benutze, da lösen sich eigentlich diese Stützstrukturen recht einfach. Also ich habe die Teile wieder aus PTEG gedruckt, weil einfach das vom Material her wesentlich stabiler ist wie das PLA und ich halt das für Antriebsteile dann wesentlich besser finde. So, dann habe ich da noch ein paar Reste vom Drucken. Bei mir irgendwie, ich kann machen, was ich will. Ich kriege das einfach nicht hin, dass die Teile 100% sauber aus dem Drucker kommen. Ich weiß, ihr kriegt das auf jeden Fall besser hin. Auch hier ist noch eine Kante, die mache ich noch weg hier oben. Also ein bisschen sauber machen das Ganze. Dann nehme ich einmal so eine feine Feile und fahre hier einmal kurz durch, weil auch da sind noch ein paar Reste vom Drucken, also noch so ein bisschen so ein Überstand, der muss natürlich weg. Und den fahre ich einfach mal kurz so durch mit der Feile. Dann geht der weg. Dann kommen die 2 Teile dran. Auch hier ist natürlich wieder eine Stützstruktur, die muss weg. Kann man auch eine kleine Zange benutzen dazu. Das ist dann vielleicht ein bisschen besser. Zack. Auch hier noch so ein paar Reste vom Drucken wieder. Ich krieg's halt wie gesagt einfach nicht besser hin.
So, dann haben wir hier noch das Teil. Auch hier gucke ich mal kurz, dass diese ganzen Reste vom Drucken halt weg sind. Und das Teil kommt jetzt quasi von hinten so hier rein. Und das muss halt einfach hier sauber und leicht gleiten. Das ist halt wichtig. Ja, das muss hier drin sauber und leicht gleiten. Ja. Und dann kann man einfach mal testweise dieses Teil so rum, ja, also mit diesem, das Teil hier, ja, muss nach vorne Richtung Servo zeigen. Dann kann man das mal dagegen drücken und einfach mal gucken, ob das jetzt hier schon gut gleitet. Und jetzt merkt er, naja, wenn ich das richtig zusammendrücke, dann ruckelt das Ganze noch ein bisschen. Ja, jetzt könnte man natürlich da extrem viel mit Pfeilen und hin und her machen, aber da tun wir nur das Spiel vergrößern und nicht die Gleiteigenschaft verbessern. Und deshalb nehme ich jetzt einfach ein handelsübliches Bleistift, weil jeder weiß, im Bleistift, da ist halt natürlich kein Blei mehr drin oder sonst irgendwas, ne? Sondern da ist einfach Graphit drin. Und Graphit ist ein wunderbares Gleitmittel für Kunststoffteile. Und da tue ich jetzt einfach mal kurz über diese Kunststoffteile hier drüber fahren. Ja, dann tut sich quasi in diese Riefen auch das Graphit reinsetzen. Und dadurch wird das Ganze wesentlich gleitfähiger. Auch hier mache ich ein bisschen Graphit dran. Ja, einfach gut mal drüber fahren. Auch hier drüber fahren, sauber. Ja, auch die Kanten hier mal mit Graphit bestreichen. Einfach alles hier mit Graphit voll streichen. Und natürlich auch hier die Oberfläche mit Graphit einstreichen. Und die hier, ne? Auch das da drin. Also überall, wo die Teile halt einfach gleiten. So. Wenn wir die jetzt reinlegen, jetzt merkt man schon, ui, das geht wesentlich geschmeidiger. Ne? Das geht viel geschmeidiger als vorher. Und auch hier, wenn ich das jetzt zusammen mache, dann merkt ihr, guck mal, wie leicht das jetzt geht. Ja, ihr seht jetzt halt, ihr könnt es jetzt halt selbst nicht ausprobieren, aber spätestens, wenn ihr das zusammenbaut, werdet ihr merken, was ich damit meine. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Sekundenkleber. Ist er frei? Ja. Und zwar mache ich jetzt nur einfach hier in diese Nut mache ich ein kleines bisschen Sekundenkleber rein. Nur in diese Nut. Eigentlich hätte es außen nicht drauf gesollt. Wenn es doch mal außen drauf geht, einfach hier so mit einem Wattestäbchen wieder wegwischen. Ja, weil es darf halt nicht links und rechts reinlaufen, sonst hätten wir hier ein Problem. Aber irgendwie ist es jetzt da nicht rein. Okay, nochmal ein Tropfen. Jetzt ist er innen rein, okay. Da nochmal weg. So. Und jetzt kommt das Teil hier rein. Und dann drücke ich einfach das hier dagegen. Wichtig halt, so wie ich es jetzt hier habe, ne? Das Teil Richtung Servo. So. Und jetzt haben wir schon den ersten Step geschafft. Als nächstes kommt der Servomotor rein, der wird von hinten dagegen gestellt und dann kann man da eigentlich die Schrauben, die da dabei sind beim Servo, die kann man dann hier wunderbar verwenden. Das Werkzeug, was ich verwende, sowie die ganzen Teile, da findet ihr natürlich die Links wieder in der Videobeschreibung. Und dann drücke ich einfach mal den Hebel hier drauf. Und jetzt seht ihr schon, hier haben wir den Servo und hier kann man das Teil hin und her bewegen. Die Verbindung vom Servo zu dem Teil hier, die erfolgt jetzt nicht mit einer starren Stange von 0,5er Messingdraht, 0,5er Eisendraht, Stahldraht, sondern da kommt eine kleine Feder rein. Und die Feder halt herzustellen, das war nicht ganz einfach, ja, weil die muss halt genaue Maße haben. Deshalb habe ich mir hier so eine Schablone, so eine Vorrichtung gemacht, so eine Biegehilfe. Nennen wir es doch einfach Biegehilfe. Ne? Da habe ich mir so eine Biegehilfe angefertigt, mit der ich das jetzt relativ einfach herstellen kann, das Teil.
Heißt, ich brauche halt auf jeden Fall eine Zange. Ohne Zange geht es nicht. Oder eigentlich zwei Zangen. Ja, besser gesagt zwei Zangen. Einmal so eine Flachzange und einmal eine Rundzange. Ne? Die zwei Zangen brauchen wir. Dann gehe ich einfach her, ja, ungefähr so ein Stück, abgebogen. So im 90-Grad-Winkel. Dann lege ich das Ganze hier drüber. So, halte das so und biege das hier den ersten Bogen. So, und jetzt kommt nämlich die Rundzange zum Einsatz. Jetzt kann man das nämlich hier mit der Rundzange so den Bogen schön formen. Jetzt brauche ich das einfach nur hier reinlegen und zu gucken, ob mein Bogen stimmt. Seht ihr? Ganz einfach. Und so mache ich jetzt Bogen 2. Da brauche ich jetzt gar nicht dran zu gucken, wie lang das sein muss. Ich brauche jetzt eigentlich das bloß hier so ein bisschen anzubiegen. Ja, dann ist es automatisch schon. Und dann gehe ich einfach her, nehme die Spitzzange, die Rundzange besser gesagt, und drehe das einfach so fertig rum. Da sieht man, ja, da muss ich noch ein bisschen zugeben. Da reicht die Biegung noch nicht ganz. Dann gehen wir halt her und drücken es einfach noch ein bisschen nach. Und auch hier oben muss es ja jetzt so im 90-Grad-Winkel wieder rum. Da kann ich jetzt einfach das so machen mit der Zange wieder. Und selbst wenn mir jetzt sowas passiert, dass es nicht ganz in einer Linie ist, ist das auch kein Problem. Mit unseren Zangen können wir das jederzeit wieder ein bisschen korrigieren. Ne? So, und jetzt habe ich hier auch wieder so ein Bobbel. Und an dem kann ich mich jetzt wieder orientieren fürs Runterbiegen. Ne? Da nehme ich aber die Zange. So, das sieht doch perfekt aus, finde ich. So, jetzt machen wir halt hier noch, gucken wir noch, dass das sauber aussieht. Und auch hier nochmal zurück. Und auch den hier, den biege ich hier nochmal um. So. Und schon habe ich diese Feder hergestellt. Ich denke mal, alles in allem ist es eine wirklich recht machbare Sache. Und mit dieser Vorrichtung, die Vorlage ist bei den ganzen Dateien dabei zum Drucken, ja, finde ich, ist es gar kein Problem mehr. Was leider der Nachteil an dem Teil ist, normalerweise soll hier ein 0,7er Loch, 0,6, 0,7er Loch sein, ja, wo der Draht reinkommt. Diese kleine Bohrung ist irgendwie halt schon mal ein bisschen zu klein für den 3D-Drucker, für diesen Filamentdrucker. Und deshalb, ja, ist die Bohrung immer zu und man kann sie nur so anhand von den Strukturen erkennen, dass da eine Bohrung sein soll. Die muss ich jetzt halt nochmal mit einem Handbohrer herstellen. Ja. Man könnte ja auch eine Maschine nehmen, ne? Wenn ich jetzt nicht so faul wäre, die Maschine rauszuholen. Hilft alles nix. Ich habe jetzt doch die Maschine geholt. Dann fahren wir halt einfach hier kurz rein. So, das war's schon. Also nehmt am besten gleich die Maschine. Geht wesentlich einfacher. Und jetzt können wir auch schon unseren Draht hier einhängen. Als erstes muss er natürlich hier durch. Das ist ein bisschen eine kritischere Stelle, den hier durchzukriegen. Ja, einfach aber mit ein bisschen drücken und das Teil nicht ganz hier an der Kante lassen, sondern so ein bisschen zwischendrin reinstellen, geht es relativ gut. Und dann muss man einfach noch einmal das Ganze ein bisschen zudrücken. So, einfach noch mal ein bisschen hochgedrückt
Und da kommt er jetzt in die dritte Bohrung. Ich zeige es euch gleich nochmal. So, seht ihr, und jetzt habt ihr hier wunderbar von hier eine Fahrung, noch hier könnt ihr von hierher fahren. Habt hier immer ein bisschen Druck an dem Teil, ja, und könnt bis hierher fahren. Und habt hier immer wieder Druck an dem Teil. Ja. Und wenn euch der Druck hier mal nicht ausreicht, dann macht das zur Not halt einen Reiter weiter nach oben und dann seid ihr noch ein bisschen weiter drüben oder zieht die Feder einfach ein bisschen auf, das geht auch. Aber so sieht es bis jetzt aus. Ja, also ihr seht, es dauert eigentlich nicht lange und ist wirklich total einfach aufgebaut. Als nächstes nehme ich hier einen 3,1er Bohrer, es geht zur Not auch ein 3 mm Bohrer und bohre einmal hier diese Bohrung hier nach, wo später der Messingstab reinkommt. So. Das hier. Dann nehme ich noch einen 1,5er Bohrer und bohre hier kurz diese Bohrung nach. Also die hier. Anschließend brauchen wir halt einen M2er Gewindebohrer und wer es ganz genau macht, der nimmt gar noch ein bisschen Schneidöl. Ne? Und dann schneiden wir hier ein Gewinde rein. So, das war's schon. Da können wir dann auch schon die M2er Schraube reindrehen. So, einfach mal so ein Stück. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich aufwendigsten Teil. Das ist nämlich die Stellstange hier oben. Von der ganz langen 3 mm Stange habe ich jetzt schon mal ein kurzes Stück abgeschnitten. Das sind so, ja, 30, 40 mm ungefähr. Das braucht man da. Und das spanne ich jetzt einfach mal hier in der Drehbank ein. Und bevor ich ans Bohren gehen kann, muss ich natürlich hier vorne jetzt erstmal noch die Fläche plan machen. Die ist halt vom Abschneiden jetzt nicht unbedingt 100% plan. Deshalb drehe ich die mal kurz da vorne am Anfang ein bisschen plan. Ja. Das war's schon. Dann nehme ich anstatt einen Bohrer, nehme ich immer 0,5er Fräser. Da nehme ich meistens die Fräser, die beim Kunststofffräsen nicht mehr richtig funktionieren, ja, weil sie schon ein bisschen stumpf sind. Für das Metall hier, da geht es dann noch einwandfrei. Da reicht es dann. So, und jetzt wieder Vollgas. Und jetzt bohre ich da einfach vorsichtig ein bisschen langsam ein kleines Loch rein in die. Und dann nehme ich einfach so ein bisschen Loctite-Schraubensicherung, mache das hier vorne drauf auf die Welle und drücke die einfach hier rein. So, das Ganze muss jetzt ein bisschen trocknen, ne? Wie immer. Und das war's dann auch schon. Ne? Ihr seht, mit einer Drehbank gar kein Hexenwerk, aber ich zeige euch dann im Anschluss auch gleich nochmal eine andere Variante. Das kann ich jetzt einfach hier so reinstecken. Ja. Meistens mache ich das so, dass ich es erstmal so ziemlich weit hier unten reinstecke. Und später, wenn ich dann den weichen Antrieb montiert habe und weiß, wie weit der Abstand von hier zu meiner Weiche ist, dann kann ich das gerade so Stück für Stück hochschieben und mache dann noch die Schraube zu. Ne? Ganz einfach eigentlich. Und das war halt auch wirklich so ein Punkt, dass ich bei sehr, sehr vielen weichen Antrieben einfach
ja, als Manko gesehen habe. Also es gibt mit Sicherheit etliche Weichenantriebe, die so ähnlich aussehen im Internet. Aber die meisten, die gehen halt von hier unten, also von der Stelle aus, gehen die gleich mit so einem dünnen Draht raus. Ja, und da habe ich halt immer gerade bei diesen Tillig-Weichen, die ich verwende, ja, wo ich ja eh schon ein bisschen mehr Kraft brauche, um das zu stellen, ja, da habe ich halt einfach das Problem, wenn jetzt hier noch eine Platte dazu kommt, dann sind wir meistens bei so einer Länge, also ungefähr so einer Länge hier, ne? Und da ist dann halt so, da tut sich der Draht ganz schnell ganz schön biegen. Ja, und da war dann immer bei mir das Problem, dass dann einfach die Kraft nicht ausgereicht hat. Und darum gibt es bei mir halt diesen 3 mm Stab, den kann ich jetzt hier nach oben schieben, ja, so weit wie ich ihn brauche. Der ist sehr, sehr stabil, ja, der tut sich quasi nicht verbiegen. Und jetzt seht ihr mal hier oben, wenn der dann noch den Rest hat bis zur Weiche, da ist dann nicht mehr viel mit verbiegen, ne? Und die Federung, damit die Zunge fest anliegt, aber mein Servo noch abschaltet, die habe ich ja hier unten schon drin. Ja? Und das war einfach der Grund auch, warum ich mir die Teile entwickelt habe. Jetzt ist es natürlich so, ich verstehe viele, wenn sie sagen, ja, ich habe jetzt keine Drehbank und ich schaffe mir wegen dem Teil jetzt nicht extra eine Drehbank an. Verstehe ich euch voll und ganz. Deshalb gibt es da auch noch eine zweite Version, die ist halt ein bisschen aufwendiger, funktioniert aber 1:1 genauso. Ihr nehmt euch einfach 3 Messingrohre, sagen wir einfach mal 3 unterschiedliche Messingrohre in unterschiedlichen Stärken. Da sägen wir uns jetzt einfach mal ein paar Stückchen ab. Ja, da gehen wir mal auf Vollgas. So, da haben wir quasi eine 3 mm Messing, ein 3 mm Messingrohr, ein 2 mm Messingrohr und ein 1 mm Messingrohr. Und die alle 3 passen jetzt wunderbar ineinander rein. Als wenn sie so gehören. Natürlich sollte man die dann auch noch ein bisschen verkleben zumindest. Ja, weil sonst kann es passieren, dass der ein oder andere mal rausrutscht. Ich würde euch dann auch empfehlen, einfach nochmal mit einem Engrader hier innen drin die Kanten nochmal zu säubern. Ja, das macht man halt einfach so, das macht der gute Ton. Dann geht das Ganze auch ein bisschen besser zusammen. Bei dem kleinen Teil geht es natürlich nicht. Jetzt könnt ihr die Teile einfach ineinander reinstecken. Am besten nehmt ihr dann diese Loctite Schraubensicherung. Da habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen mitgemacht, dass das Zeug dann auch sauber zusammen ist. Da macht er einfach einen Tropfen drauf und bewegt es mal so ein bisschen beim Zusammenschieben hin und her und lasst es dann gerade so ineinander reingleiten. Zack, Nummer 1 und das zweite dann auch beim zweiten. Jupp. Wenn das zwischendurch trocknen lasst, geht es auch noch, dann rutscht das andere auch nicht durch. So, beim zweiten noch mit rein. So, und jetzt lassen wir das Ganze einfach mal kurz trocknen. Das Ganze ist jetzt ausgehärtet. Wem das jetzt noch nicht gefällt, dass hier so noch eine kleine Stufe drin ist, weil die Rohre eben nicht ganz gleich lang waren oder so, oder auch hier unten, wem das jetzt nicht gefällt, der kann das natürlich dann gerne noch mit der Maschine ein bisschen sauber gleich schleifen und so weiter. Mir persönlich ist es ehrlich gesagt egal. Oder wäre es ehrlich gesagt egal, ne? Und jetzt habt ihr halt das gleiche Teil wieder, außer halt, dass ihr hier schon die Bohrung drin habt für euren Stelldraht. Ja? Das ist jetzt im Prinzip das gleiche, wie wenn ich jetzt hier eine 3 mm Welle nehme und bohre da ein dünnes Loch rein. Ja, also ihr seht, ihr braucht da nicht unbedingt eine Drehbank dazu. Ja? Das ist jetzt quasi, das hat jetzt den gleichen Effekt. Ich kann es euch auch noch mal zeigen, wenn ich jetzt das Teil nehme. Das kann ich hier einfach reinstecken. Das erfüllt die Funktion 1:1 genauso. Halt ist ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür braucht er eben keine Drehbank dafür. Und das war's auch schon. Ja, das ist jetzt euer Antrieb. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt mal nicht auf die Uhr geguckt, aber man sieht es ja dann an der Videolänge. Ich glaube, so lang war das Video jetzt gar nicht, ne? Und
wenn ihr ein paar zusammengebaut habt, dann kriegt ihr da noch so viel Routine drin, dann geht es sogar noch schneller. Was ich euch jetzt noch zeigen kann, wegen dem Teil hier, weil ich ja gesagt habe, naja, da kann ich bis direkt oder ziemlich dicht unter die Weiche gehen. Aus dem Grund habe ich ja auch noch diese Teile hier entworfen. Einmal, weil ich mir einfach das spare, diesen Langschlitz in der Platte, in der Holzplatte reinzumachen. Ja, ich kann einfach hier, was war es, ein 15er Loch bohren und drücke dann einfach dieses Teil hier rein. Ne? Und das andere, naja, man sieht es vielleicht, das Teil hier ist ganz, ganz dünn. Ja, das ist gerade 1 mm stark und somit komme ich halt auch noch mit dieser 3 mm Stange ganz, ganz weit, also ich kann, sagen wir es mal so, bis fast unter die Weiche und habe halt hier unten dann so gut wie keine Verformung mehr an dem 0,5er Draht. Ja, der ist dann quasi gerade noch der Rest, was hier durchgeht und in die Weiche reingehen muss. Das sind dann 2-3 mm. Alles andere wird mit dem dicken Draht oder mit dem dicken Material gestellt und ist halt dann sehr, sehr stabil hier. Und wie gesagt, die Federung, dass das Ganze trotzdem sich anlegt und alles, die habe ich ja hier unten drin. Ja, ich denke mal, wie man das Teil an der Anlage montiert, das brauche ich euch jetzt nicht extra zeigen. Ja, das sind 2 Schrauben. Ich denke mal, das kriegt jeder hin. Und jetzt zeige ich euch einfach nochmal, wie der Weichenantrieb bei mir in der Anlage funktioniert, wie das da drin aussieht. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Und hier jetzt nochmal der Antrieb im eingebauten Zustand. Hier könnt ihr jetzt schön den dicken Stelldraht sehen, der ganz weit nach oben reinragt. Und jetzt drücke ich einfach mal, jetzt tue ich einfach mal den Antrieb betätigen. Und hier könnt ihr sehen, wie schön der hin und her fährt. Nochmal so. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ihr könnt mit meinem Weichenantrieb was anfangen. Für mich, für meine Zwecke, erfüllt er genau die Anforderungen, die ich an den Antrieb hatte. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.